Schambeinentzündung und Leistenschmerzen, insbesondere beim Fußball, sind ein ganz häufiges Thema. Deswegen zeigen wir Ihnen heute mal, wie eine Untersuchung aussehen kann und auf was alles geachtet werden muss bei der Ursachenforschung. Wir zeigen Ihnen Therapieoptionen und natürlich auch Übungen, wie Sie sich selbst helfen können. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Schulze und heute geht es um Leisten- und Schambeinentzündungsschmerzen. Und da haben wir den Elvis dabei. Ich grüße dich. Hi. Und wie war das bei dir so mit Leisten- und Schambeinentzündungen? Du hast ja früher mal recht hoch Fußball gespielt. Ja, ich habe in der A-Jugend bei Rot-Weiß Essen in der Bundesliga gespielt und seitdem habe ich Leistenprobleme. Das sind jetzt 7 Jahre schon. Und ja, ich war bei mehrfachen Ärzten, aber irgendwie konnte niemand was feststellen. Und die Therapie bestand aus Ibuprofen. Genau. Ja, hat er nicht mal hochgerechnet 7 Kilo Ibuprofen in 7 Jahren gegessen. Und weil das nicht so gesund ist und auch nicht sicher der goldene Weg darstellt, zeigen wir Ihnen jetzt einfach mal kurz, wie eine Behandlung oder eine Untersuchung auch bei Leistenschmerzen aussehen kann und zeigen Ihnen anschließend natürlich noch ein paar Übungen, wie Sie auch selbst Ihre Leistenschmerzen unter Kontrolle bringen können. Wie immer starten wir dann bei der Untersuchung im stehenden Patienten. Wenn wir mit dem Elvis jetzt mal schauen, dann hat er hier relativ hohen Riss, beidseits typisch für den Fußballer. Und jetzt mal die Beine zusammenstellen, genau, und dann sehen wir hier oben das O-Bein, auch ganz klassisch vorhanden. Wenn er sich jetzt mal zur Seite dreht und wir gucken hier oben nach, dann sehen wir auch so ein leichtes Hohlkreuz, bedingt durch die relativ dicken Oberschenkel, die verkürzt sind und das Becken vorne nach unten schieben und eine nicht ausreichend ausgeprägte Bauchmuskulatur hier oben drüber, die dann den nötigen Wurf hat, um das hochzuziehen, das Becken, damit es ein bisschen gerader ist. Und dadurch haben wir dann schon so ein paar Spannungsverhältnisse rund um das Becken, die auch muskulär dann zu Schmerzen führen können. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Liegen an. Beim liegenden Patienten haben wir jetzt hier quasi das Becken, dann sehen wir hier diese Narbe von der Blinddarmentzündung. Wenn ich da so drauf drücke, ist die bei ihm schon relativ schmerzhaft, das heißt, das ist schon ein Störfeld in dem Bereich. Hier ist dann das Schambein zu finden und wenn man da links und rechts drauf drückt, dann hat er auch sehr starke Schmerzen und in der Mitte bei dem Schambeinast eben auch. Das heißt, das ist der Bereich, wo dann die Schambeinentzündung ist. Ansonsten haben wir hier noch die Adduktoren, hier rechts und links tastbar, auch die sind sehr stark schmerzhaft. Und wenn er sich jetzt nochmal umdreht, gerade auf den Bauch bitte. Wir drücken hier hinten so rein. Ist das unangenehm? Ja. Dann hat er quasi auch hier hinten am Piriformis-Muskel noch eine entsprechende Verhärtung. Und dementsprechend gilt es, diese ganze Systematik so ein bisschen aufzudehnen. Dann zeigen wir Ihnen jetzt mal ein paar Übungen. So, hier haben wir jetzt die erste Position, Vierfüßlerstand. Der Elvis nimmt jetzt mal sein linkes Bein nach vorne und legt den Fuß hier so quer rüber und darf sich jetzt mal nach vorne richtig schön weit strecken. Dann müsstest du hier so einen leichten Zug merken. Ja. Das ist hier zur Dehnung, insbesondere auch in dem Bereich vom Piriformis und von der Oberschenkelmuskulatur. Und dann können Sie beim Ausatmen immer noch mal ein bisschen versuchen, weiter runter zu gehen, noch mehr fallen zu lassen, das Ganze. Natürlich auf beiden Seiten. Ja. Eine weitere Übung, kannst du dich nochmal gerade hinstellen, mit dem Ausfallschritt nach rechts vorne. Und jetzt mal schön hier nach vorne durchdehnen. Wo zieht's? Hier vorne sollte es ziehen. Ja. Das ist jetzt für die Dehnung des vorderen Oberschenkels ganz effektiv. Ja, immer auch beim Ausatmen nochmal versuchen, ein bisschen weiter runter zu gehen und richtig rein zu dehnen, damit der Oberschenkel auch mal gedehnt wird und nicht das Becken noch weiter runterzieht, wenn er dann etwas verlängert ist. Ne? Die andere Übung, die geht im Stehen. Einfach mal hinstellen. Und jetzt mal schön nach unten runterfallen lassen, nach einer Seite, entweder nach hier oder nach dort, genau, den Oberkörper mal wirklich halt schon aufrecht lassen. Und das zieht dann hier schön in den Adduktoren, da hat es auch schon geknackt, irgendein Muskel, der verklebt war. Dann auch beim Ausatmen immer noch ein bisschen weiter runtergehen, das Ganze so ein bisschen nachdehnen, sodass insgesamt ein bisschen Mobilität in den Beckenbereich hineinkommt. Ne? Das kannst du dich nochmal hinlegen. Zusätzlich zu den Übungen können Sie sich natürlich auch noch beim Sportmediziner behandeln lassen. Zum einen kann man hier sehr schön eine Neuraltherapie machen, eine homöopathische und das Schambein behandeln mit Injektionen. Die andere Variante bei Verhärtung hier im Bereich der Adduktoren ist eine ganz schöne Sache, hier mit diesem Kinesiotape zu arbeiten, dass wir hier so an der Leiste im Ansatz ansetzen und dann hier so runter entsprechend auftragen und anlegen auf beiden Seiten. Damit die Muskulatur, die darunter verkrampft ist, entsprechend ein wenig normotonisiert wird durch das Tape und die Wirkung und verbessert wird. Und dann muss der Patient natürlich auch noch seine Übungen machen. Wir können dazu noch entsprechende Tabletten verordnen. Gegebenenfalls, wenn jetzt hier eine Fußauffälligkeit wäre, würde ich auch passende Einlagen empfehlen, gerade beim Fußball auf dem alten
Kunstrasen oder so ist es ja ziemlich hart und dann sind ja die Beschwerden hier oben entsprechend noch härter als auf einem gepflegten, schönen Rasenplatz, der weich ist, oder ein neuer Kunstrasen, der auch weich ist. Das sind noch so Optionen, die man hat. Aber insgesamt kann man sagen, zusammenfassend, dass das Schmerzproblem beim Fußball ein sehr altes ist, schon tausende von Jahren vor Christi Geburt in Japan beschrieben, bei sowas Ähnlichem wie Fußball, was damals gespielt wurde. Es ist immer wieder aufkehrend. Es ist eine komplexe Sache. Man muss sich quasi angucken, was ist im Unterbauch los, was waren Operationen vorher, was ist mit den Hüftgelenken, was ist mit den Füßen, was ist mit den Knien, was ist mit der Wirbelsäule, wie ist das Becken verkippt und verdreht und kann dann, wenn man es einmal vernünftig untersucht hat, auch therapeutische Optionen wählen, die auch hilfreich sind. Und seit du jetzt das erste Mal hier warst, ging es auch ohne Ibuprofen, ne? Ja, seitdem geht es mir besser. Ja, und das ist halt das Schöne. Das heißt, man kann auch aus einem wirklichen Härtefall immer noch einen gesunden Patienten machen, wenn man es halt richtig anstellt, aber dazu gehört halt eine recht umfangreiche Untersuchung, dafür braucht man auch Zeit und dafür muss man sich den Patienten genau angucken. Deswegen schauen Sie ruhig auch nochmal nach unseren Rückenstabilisationsvideo, was wir hier im Kanal haben, und dem Kinesiotape-Video, wie Sie es anlegen können. Wenn Sie es einmal gezeigt haben, können Sie es auch selbst machen. Und ansonsten danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst. Gerne. Und wenn Sie das gut finden, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten abonnieren Sie den Kanal. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.